Abfallsammelfahrzeuge, die man nicht mehr hört und die vor allem lokal völlig emissionsfrei sind. Das ist die neueste Innovation, die seit ein paar Tagen auf Sylt für allerhand Gesprächsstoff sorgt. 3 solcher e-Econic von Mercedes-Benz mit Niederflurtechnik und geräumiger Fahrerkabine sind nämlich hier jetzt für die Firma Remondis im Entsorgungseinsatz und sorgen dafür, dass die Insel schön sauber bleibt. Und auf Sylt gibt es allerhand zu tun. Zwar der nördlichste Punkt Deutschlands mit seinen 11 Ortsteilen, nur rund 20.000 Einwohner, doch sorgen jährlich rund 4,8 Millionen Übernachtungen dafür, dass hier immer eine Menge Abfall zusammenkommt. Insgesamt fahren für Remondis auf der Insel übrigens 6 Müllfahrzeuge, doch die neuen und besonders einstiegsfreundlichen e-Econic stehen bei den Fahrern schon jetzt hoch im Kurs und haben den Berufsalltag positiv verändert. Als ich den D hier dann gefahren habe, dann weiß ich, was Elektro ist. Und ich werde sagen, Elektro ist es ja wirklich die Zukunft. Also das ist ja Müllwagen, alles Elektro, das ist ja allerbest. Diesel ist laut. E-Autos sind hier halt leise. Wenn der Schüttung lief und der Motor, ich habe mich auch selber auch nicht gehört. Oder wenn ich mit meinen Mitarbeitern halt miteinander reden, das ist ja so laut, dass man sich auch nicht verstehen kann. Und wenn ich dann Feierabend gemacht habe, dann hatte ich so einen Riesenschädel gehabt, weil es ist ja halt Konzentration, laut. Also bei der hier, wie gesagt, die Kopfschmerzen sind ja vorbei. Es ist ja, man kriegt ja auch nicht viel mit. Also es ist ganz toll. Die Autos, die an mir vorbeifahren, die sind ja laut, alles der Müllwagen, auf jeden Fall. Jetzt bin ich hier begeistert, bis es nicht mehr geht, ehrlich gesagt. Ich hätte gesagt, ich hätte gerne noch eins für Samstag und Sonntag. Bei täglich rund 300 Starts und Stopps kann man sich leicht vorstellen, welchen Belastungen die Berufskraftfahrer früher ausgesetzt waren. Rund 480.000 € kostet jeder der neuen Lkw mit Elektromotor. Zum Vergleich 250.000 € ein herkömmliches Fahrzeug mit Dieselmotor. Möglich war die Investition auch nur, weil 80% der Mehrkosten noch staatlich gefördert wurden. Diese Unterstützung wurde inzwischen ersatzlos gestrichen und die zugesagte Subvention soll auch erst in 2 Jahren eintreffen. Doch so positiv das Echo auf die neuen elektrischen Sammelfahrzeuge in der Belegschaft inzwischen auch ist, ganz ohne Überzeugungsarbeit ging es natürlich nicht. Platt gesagt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und neue alternative Antriebe sind natürlich auch in dieser Branche noch was ganz, ganz Neues. Ich denke schon, dass man da auf dem Arbeitnehmermarkt mitpunkten kann, wenn ich die Möglichkeit habe, ein modernes, digitales, elektronisches Arbeitsumfeld bieten zu können. Sollte in meinen Augen zukünftig für mich ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Mitbewerbern sein, die kein so modernes Arbeitsumfeld bieten können. Nicht nur der angenehme Low-Entry-Einstieg und die niedrigen Geräusche machen den e-Econic als Arbeitsplatz für die Fahrer attraktiv. Auch die hydraulische Lenkachse sorgt dafür, dass der Elektro-Lkw trotz einem Plus bei der Länge besser als der klassische Müllwagen um die Ecken kommt. Bleiben wir noch einen Moment beim Elektroantrieb. Elektro ist, bezogen auf den reinen Verbrauch an Kraftstoff, mit rund 45 € Strom pro 100 Kilometer günstiger und umweltfreundlicher als der Diesel, der einem Verbrauch von 56 Litern Diesel für die gleiche Strecke zurzeit auf der Insel fast 100 € am Tag kostet. Eine Depotbetankung der Elektro-Lkw auf dem Firmengelände erhöht zusätzlich die Effektivität. Im Alltag werden die E-Lastwagen zur Batterieschonung rund 80% geladen und verfügen am Ende ihrer Touren noch über eine Restenergie von knapp der Hälfte. Der e-Econic zeigt also auf Sylt, dass er für den Zweck des Abfallsammelfahrzeuges perfekt geeignet ist. Quasi eine Art Insellösung. Wirtschaftlich ist er aber nur, weil die staatliche Förderung noch abgeschöpft werden konnte. Also wirtschaftlich betreiben kann man so ein Fahrzeug nur über die Förderung, die leider im Herbst letzten Jahres über Nacht abgeschaltet wurde. Ich betone das deswegen über Nacht abgeschaltet, weil wir fast zeitgleich eine Mautverdoppelung bekommen haben. Das heißt, wir werden bestraft dafür, dass wir Diesel fahren, kriegen aber keinen einzigen Eurocent mehr.
um vom Diesel wegzukommen. Wenn ich Anschaffungskosten habe, die nicht mehr wie früher 4-5 Mal so hoch waren wie ein Dieselfahrzeug, aber immer noch 2-3 Mal so hoch, dann wird das schwer wirtschaftlich darzustellen. Wir brauchen eine Förderung. Das kann kein Dauerlutscher sein. Eine Förderung darf das in der Höhe nie sein. Aber wir hätten uns als Branche gewünscht, dass sie langsam runtergefahren wird. Von diesen 80% über 60 auf 40, damit die Hersteller die Serienproduktion hochfahren können. Insgesamt gingen in diesem Sommer in Nordfriesland 4 e-Econic an den Start. Vor allem der Faktor emissionsfrei ist für den dortigen Landrat Florian Lorenzen ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität. Pro Jahr werden schon jetzt pro Elektro-Lkw rund 40 Tonnen CO2 eingespart. 2 Jahre sollen die Elektro-Lkw jetzt auf Sylt auf Herz und Nieren getestet werden, bevor dann über die Anschaffung weiterer batterieelektrischer Fahrzeuge im Landkreis Nordfriesland entschieden wird. Grundsätzlich sieht der Landrat die Anschaffung der E-Lkw natürlich auch als Investition in einen nachhaltigeren Fremdenverkehr. Wir hatten zeitweise hier die höchste Zulassungsdichte von PKWs mit batterieelektrischem Antrieb oder auch mit Brennstoffzellenantrieb auf die Einwohner runtergebrochen. Also hier ist eine ganz große Verankerung in der Gesellschaft bei unseren Bürgerinnen und Bürgern für nachhaltige Themen. Und darum passt jetzt der Weg zu batterieelektrischen Abfallfahrzeugen auch ganz genau in die Region. Und wir freuen uns damit, ganz vorne in Deutschland zu sein und wollen aber das auch nicht als Schlusspunkt sehen, sondern werden die Erfahrungen auswerten und dann in den nächsten Jahren in weitere Beschaffungen einsteigen. Der e-Econic von Mercedes-Benz passt tatsächlich gut auf die Insel, auch als eine Art Leuchtturmprojekt. Allerdings bedeutet das noch lange nicht, dass dieses Projekt automatisch auf jede andere Art von Elektrifizierung im Nutzfahrzeugbereich zu übertragen ist. Technologieoffenheit ist und bleibt für die Firma Remondis deshalb das Gebot der Stunde. Es bleibt dabei, dass wir einfach an Kapazitätsgrenzen stoßen werden. Es ist ein Märchen, dass wenn wir 200.000 batterieelektrische LKWs auf deutschen Autobahnen haben, dass die nach 4 Stunden, wenn die Pause anfällt, eine freie Schnellladesäule finden werden. Und egal wie oft die das Märchen erzählen, es wird einfach nicht wahr. Wir schaffen es in Deutschland noch nicht mal Parkplätze zu bauen ohne Ladesäule. Und wir werden noch über jeden alternativen Antrieb, den es gibt und der zur Verfügung steht, froh sein. Zusammengefasst, der e-Econic von Mercedes-Benz hat sich als grüner Spezialist in der Abfallwirtschaft durchaus einen Namen gemacht. Doch ohne jede staatliche Förderung werden solche Elektro-Lkw wohl nur eine absolute Ausnahme in der Nutzfahrzeugwelt bleiben.